Endlich wieder Bundesliga, die Nationalmannschaft, da kann ich auch ein extra Video zur Not drüber machen und am Ende werde ich nochmal meine Gedanken so ein bisschen dazu spielen lassen. Jetzt aber erstmal die Bundesliga. Es geht heute los mit Köln gegen Bayern. Sehr, sehr interessantes Duell. Die Bayern mit Leverkusen oben, die machen das, glaube ich, die Saison unter sich aus. Ich glaube nicht, dass weder Dortmund noch Leipzig, obwohl die halt auch stark sind, da oben irgendwie mitspielen können, aber ich glaube Bayern oder Leverkusen. Einer von den beiden wird deutscher Meister werden. Und die Kölner, die stehen unten drin, die brauchen auch Punkte. Ja, wird das mal ein Überraschungssieg? Ich glaube nicht. Ich mache mal ein 1:3. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Kölner da irgendwas holen. Schauen wir mal, vielleicht holen sie es ja doch. Am Samstag geht es dann weiter, unter anderem mit dem Borussen-Duell. Dortmund gegen Gladbach. Die Gladbacher haben sich jetzt auch so langsam gefangen, sind langsam im Kommen. Ja, und Dortmund macht halt Dortmund-Sachen. Ne? Die performen so teilweise in der Champions League, in der Bundesliga dann auch irgendwie nicht. Das ist halt auch eine ganz, ganz große Frage und eine ganz, ganz große Baustelle. Woran hatte die gelegen bei Dortmund? Halt vielleicht die verlorene Meisterschaft immer noch so ein bisschen nach? Oder wurde einfach qualitativ nicht hochwertig eingekauft im Sommer? Ich weiß es nicht. Spielt wahrscheinlich alles so ein bisschen mit zusammen. Ich mache mal hier trotzdem einen knappen 2:1 Sieg für Dortmund. Ja, einfach weil ich glaube, weil im Vergleich zu Gladbach ist Dortmund schon ein bisschen stärker aufgestellt. Aber vielleicht gibt es da eine Überraschung. Union mit neuem Trainer gegen den FC Augsburg. Da greift dann wieder das neue Trainermodell, das auf jeden Fall diese Mannschaft gewinnen wird. War natürlich schade für Urs Fischer und Union, weil das hat irgendwie zusammengehört wie Arsch auf Eimer, sagt man ja so gerne, aber es war auch nicht mehr vermeidbar. Also ich meine, wenn du 15 Pflichtspielniederlagen in Folge, glaube ich, hast, 9 in der Bundesliga und die auf dem letzten Tabellenplatz stehen, da ist dann auch ein Urs Fischer nicht mehr ganz befreit von. Aber die haben sich, glaube ich, in beiderseitigen Einvernehmen geklärt, also haben miteinander gesprochen und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es doch am besten wäre, sich zu trennen. Jetzt gucken wir einfach mal, ich glaube, der U19-Trainer ist, ich glaube, Grote heißt er, ist jetzt gegen Augsburg auf der Bank und deswegen wird Union auch wieder gewinnen, weil ihr wisst, neuer Trainer, da wird die Mannschaft meistens erstmal gewinnen, deswegen mache ich hier mal ein 2:0. Wäre lustig, wenn das auch wieder so weit kommen würde oder es so sein sollte. Ich ja, bin gespannt, weil Augsburg ist auch nicht so schlecht in letzter Zeit. Freiburg gegen Darmstadt ist für mich dann wieder ein klareres Duell und eine klarere Sache. Da würde ich Freiburg auf Sieg tippen. Darmstadt spielt auch nicht so schlecht mit. Ja, sind aber auch da zurecht, wo sie stehen, weil sie halt auch nicht die nötigen Punkte holen. Wahrscheinlich teilweise ein bisschen unclever spielen oder halt nicht erfahren genug. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ich glaube, das macht Freiburg, wenn auch nur knapp, mit 2:1 zu Hause. Wolfsburg gegen Leipzig, das Duell gab es vor einer Zeit mal im DFB-Pokal. Da hat sich Wolfsburg durchgesetzt mit 1:0. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Leipziger sich das nochmal nehmen lassen. Und ich glaube nicht. Ich glaube, dass Leipzig dieses Mal gewinnen wird. Auch nur knapp, weil ich schätze Wolfsburg, auch wenn die zurzeit eine richtig scheiß Phase haben und Niko Kovac schon raushaben wollen und mit einem neuen Trainer weitermachen wollen, glaube ich, dass sie sich irgendwann auch wieder finden werden. Gegen Leipzig glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da schätze ich so schon ein bisschen stärker ein. Aber vielleicht gibt es ja den zweiten Wolfsburger Sieg zu Hause gegen Leipzig. Das würde ich mir persönlich wünschen. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich Wolfsburg auf Sieg tippen. Aber ich brauche ja auch ein paar Punkte. Von daher vermute ich, dass Leipzig das knapp 2:1 gewinnen wird. Dann geht es weiter mit Bremen gegen Leverkusen. Da würde ich natürlich auch Leverkusen wieder auf Sieg tippen. Alleine schon der Tatsache geschuldet, dass ich Bayern auf Sieg getippt habe. Da muss ich Leverkusen auch auf Sieg tippen. Und ich bleibe nach wie vor mit dabei bei meiner Aussage, dass wenn Leverkusen das wirklich über die ganze Saison lang konstant durchzieht, sind die wirklich die einzigen, die den Bayern so richtig Konkurrenz machen können in Sachen Meisterschaft. Guter Kader, guter Trainer, das ist eine homogene Truppe, egal wer da auf dem Platz steht, in der Euroleague oder auch in der Bundesliga. Bremen ist auch immer sehr, sehr gefährlich, weiß da auch nie so recht, da kommt es ein bisschen auch auf die Tagesform an, aber wenn da wirklich alles glatt läuft und normal läuft, dann gewinnt das Leverkusen. In der Höhe weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass sie das dann auch gewinnen sollten. Am Abend das Topspiel, wir dürfen endlich mal wieder. Frankfurt gegen Stuttgart, das wird auch ein richtig, richtig geiles Duell. Nicht nur, weil die Stuttgarter momentan richtig gut drauf sind, die haben eine super Mannschaft, einen super Kader, einen guten Trainer. Und Guirassy ist leider auch wieder fit, aus unserer Sicht, für das Spiel. Aber ich möchte auch, dass bei so einem Spiel die besten Leute spielen. Ja, sage ich euch ganz ehrlich, dann soll Guirassy, Undav und wie sie alle heißen, sollen sie ruhig alle spielen. Bei uns fällt leider, glaube ich, Robin Koch weiterhin aus. Sebastian Rode weiß man auch nicht, ob der dieses Jahr nochmal zurückkommt. Aber das könnte eine sehr, sehr geile Partie werden. Das ist ein super Samstagabendspiel. Natürlich tippe ich für die Eintracht, ganz knapp, 2:1. Ich habe aber so ein Gefühl, weil Stuttgart ist eh nicht unser Lieblingsgegner, dass sie da gewinnen werden oder halt zumindest mal unentschieden spielen. Aber wir brauchen uns auch vor niemandem verstecken. Von daher hoffe ich auf ein super Spiel, viele Tore, eine super Unterhaltung und wenn dann die Eintracht hinterher ein Tor mehr schießt, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Am Sonntag haben wir dann unter anderem Heidenheim gegen Bochum, Abstiegsduell, Duell um den Klassenerhalt, wie immer ihr es auch nennen wollt. Beide punkten in letzter Zeit. Ja, Bochum hat jetzt
vor der Länderspielpause gegen Köln unentschieden gespielt. Heidenheim hat meines Erachtens zu Hause, auswärts gespielt. Weiß ich gar nicht, ich habe die Spiele gar nicht alle im Kopf, aber ich bin der Meinung, die haben auswärts gespielt. Müssten sie ja theoretischerweise. Ich würde auch Heidenheim hier definitiv auf Sieg schätzen. Vielleicht auch ein Unentschieden, ist auch ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Ich habe noch keine Unentschieden. Ich glaube, ich mache hier mal ein 1:1, weil der Tatsache geschuldet, beide stehen unten, brauchen die Punkte. Das wird ein sehr, sehr intensives Spiel, vor allem mit Heidenheimer Beteiligung und Bochumer Beteiligung auch. Die spielen auch sehr, sehr intensiven Fußball und sehr zweikampfbetont. Von daher mein Tipp 1:1. Den Abschluss macht Hoffenheim gegen Mainz. Die Mainzer auch seit geraumer Zeit mit einem neuen Trainer. Hoffenheim, das ist auch so eine Art Wundertüte. Da weißt du auch nie, was du rausbekommst. Oder eine Schachtel Pralinen, wenn man so möchte. Mal hui, mal pfui. Von daher, aber die stehen oben mit dabei. Das ist ja der Witz an der Sache. Haben in Stuttgart gewonnen. Das habe ich ja auch anders getippt unter anderem. Da kann ich mich spontan dran erinnern. Hier würde ich ja auch auf Hoffenheim gehen, glaube ich. Auch ein knapper Sieg. Ich mache mal ein 2. Nee, dann machen wir mal ein 3:2. Vielleicht ein torreiches Spiel zum Abschluss. Und dann sind das auch eigentlich ganz gute Tipps. Wir gucken jetzt nochmal kurz in die Gesamtübersicht, wer wo steht. Vielleicht habt ihr das ja auch schon wieder vergessen teilweise. Und zwar steht der Paul mit 158 Punkten immer noch oben, dann der Rafa, der Bobso, der Hegebusch. Also ein paar müssen natürlich noch tippen. Ich nehme das jetzt ja auch am Donnerstag auf, weil vorher habe ich es leider nicht geschafft. Ich hatte noch ein paar andere Sachen zu tun. Ja, es ist nach wie vor sehr, sehr eng beieinander. Ich werde nach diesem Spieltag mal wieder ein paar Leute aussortieren, die nicht so aktiv mittippen. Hier unten muss ich halt immer gucken, ob die nur nicht mittippen, weil sie halt immer schlecht tippen, deswegen so wenig Punkte haben oder weil sie halt leider nicht mitspielen. Ach, guck mal, Frankie HSP 23, 24 sind auch neue Leute mit dazugekommen. Freut mich immer wieder. Freut mich auch, dass hier so viele Leute aktiv mit dabei sind. Von daher viel Glück für eure Mannschaften, für eure Tipps. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche zum 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Nationalmannschaft, noch ein paar ganz kurze Sätze. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist der Tiefpunkt gegen Österreich gewesen. Das war auch absolut nichts. Gegen die Türkei sah es ja immerhin noch in der Anfangsphase ein bisschen nach Fußball aus, aber da muss was Grundlegendes verändert werden. Bis zur EM ist nicht mehr viel Zeit. Und wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, ich glaube, dass die EM auch ein ganz, ganz großes Desaster wird. Vielleicht schaffen wir es diesmal wenigstens über die Gruppenphase mit Ach und Krach hinaus, aber viel weiter, glaube ich, werden wir mit der Truppe, mit der Einstellung, mit den Spielern im Kader, die ja auch eigentlich von der Qualität her richtig gut sind, aber sie funktionieren halt zurzeit nicht als Mannschaft. Das ist das ganz, ganz große Problem und da ist auch Julian Nagelsmann gefragt, da ist auch der DFB gefragt, in den nächsten Jahren an der Struktur zu arbeiten, was zu verändern, an der Ausbildung von den Trainern, Spielereinstellung und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Baustellen, da kann man bestimmt mal ein extra Video drüber machen. Jetzt wünsche ich euch aber ein schönes Wochenende. Macht's gut und danke fürs Zuschauen.